Professor Dr. Friedhelm Marx. Sie sind Literaturwissenschaftler und haben viel zu Gegenwartsliteratur und der Thomas-Mann-Forschung publiziert, geschrieben, Lehrstuhlinhaber für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Bamberg und vor allem Vizepräsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft. Aber nicht nur das, Mitherausgeber der neuen Thomas-Mann-Ausgabe im S. Fischer Verlag und auch noch Sprecher der Jury zur Vergabe des Thomas-Mann-Literaturpreises. Warum waren Sie denn erst jetzt da? Ja, nun, also ich bin gar nicht der Mensch, der sagt, ich brauche jetzt so etwas wie eine auratische Begeisterung, um überhaupt etwas mit Autoren oder Autorinnen anzufangen. Aber in diesem Fall kann ich sagen, war das ein besonderes Erlebnis, aus ganz, ganz vielen Gründen. Das ist schon was Besonderes, da zu sein, aber es ist nicht irgendwie beklemmend. Und ich kann nicht sagen, ich glaube, wie Sie, Herr Leggevi, im Schlafzimmer Thomas Manns, aber ich kann nicht sagen, dass ich Erscheinungen gehabt hätte nachts, die mich irgendwie bedrückt hätten. Die haben Sie wahrscheinlich sowieso schon in Ihrer ganzen so. Forschung und Arbeit hier. Was macht denn der Ort dennoch mit Ihnen, auch wenn Sie sagen, das Auratische spielt für Sie im Prinzip gar nicht mal so eine Rolle, aber trotzdem, was macht das möglicherweise aber auch noch mal mit Ihrer Lesart und Sichtweise auf das Werk von Thomas Mann, vor allem auf die spätere Phase? Ja, das hat mich selbst überrascht. Also das hat schon, also mein Bild jetzt der ganzen Familie, und es geht mir ja auch jetzt nicht immer nur um Thomas Mann, der ganzen Familie, der ganzen Exil-Community verschoben. Es hat zusätzliche Farben eingetragen, kann man sagen, weil man ja erst sieht und erfährt oder sozusagen abläuft, wenn das denn zu Fuß zu machen ist, wie nah sich all die Menschen waren, also in diesen 30er, 40er Jahren jetzt des letzten Jahrhunderts, die dort nun irgendwie unterkamen. Also vorher hat man in München oder in Berlin gelebt, hat sich gesehen, hat sich gesprochen in der Akademie und sonst wo. Und jetzt plötzlich war man ziemlich nah zusammen, was auch, wissen wir alle, zu einigen Spannungen führte. Aber natürlich auch die Debatten, die vorher schon liefen, nochmal eigens befeuert hat. Und diese Debatten haben Sie tatsächlich auch interessiert, die Exildebatten der SchriftstellerInnen, die sich eben in der Zwischenkriegszeit dann dort aufgehalten haben und für ein vereintes Europa zum Beispiel auch eingesetzt haben. Warum haben Sie sich gerade dieses Thema gesucht? Ich meine, eigentlich liegt es auf der Hand, wenn man an diesem Ort ist, völlig klar. Aber es ist ja auch nicht so ein neues Thema, oder? Nee, das ist es nicht. Ich meine, klar, wir beschäftigen uns ja alle, also geradezu zwangsläufig und gerade jetzt und immer wieder mit dem, was Europa ist, was es werden kann, ob es funktionieren kann. Ich mache das als Literaturwissenschaftler natürlich immer auch mit einer historischen Perspektive und war überrascht zu sehen, also wie dominant dieses Thema Europa, Vereinigung Europas, Vereinigte Staaten von Europa schon in den 20er Jahren, also in der Weimarer Republik, diskutiert wurde. Und mich hat eben interessiert, was passiert aus so einer politischen Utopie, die es ja war in der Weimarer Republik, wenn dann so etwas kommt wie ein traumatischer Schock des Exils. Also was bleibt, wie verändert sich das? Man muss sich ja auch vorstellen, dass all diejenigen, die irgendwie sich etwas ausdachten, vorher eben über Verständigung innerhalb Europas, sich jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika befanden und natürlich eine ganz andere politische Realität beobachteten, teilweise ja auch sich mit ihr auseinandersetzen mussten. Also das hat eine ganze Menge in Bewegung gesetzt, kann man sagen. Wen haben Sie genau unter die Lupe genommen? Naja, ich habe natürlich viel zu tun mit Thomas Mann und es interessiert mich, wie so seine Positionen aussahen. Aber gerade wenn man sich mit ihm beschäftigt und seinen politischen Positionen, ist die Familie immer im Spiel. Und das ist auch nur die Familie. Es gibt darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Intellektuelle. Und es gibt eine ganze Menge Archivmaterial. Irgendwie fragmentarische Werke, die in der Feuchtwanger Library der USC, der University of Southern California, liegen und noch überhaupt nicht irgendwie digitalisiert sind und ich glaube auch wirklich immer nur von wenigen Menschen auch mal aufgeblättert werden. Da ist eine ganze Menge zu entdecken. Gab es irgendwelche Dokumente, die Sie besonders berührt haben bei Ihrer Recherche? Ja, ich meine, wie es einem geht, wie uns wahrscheinlich uns allen geht, wenn man in diesen Dingen wühlt. Es gibt Enttäuschungen natürlich, nicht? Man öffnet etwas und findet wenig, aber dann gibt es auch Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Also Heinrich Manns zum Beispiel, und er hält seine erste Rede vor dem European Film Fund und er spricht eigentlich nur über Europa. Und das läuft auf den Satz zu, so in etwa habe ich ihn im Kopf, wir wollen nicht die Zerstörung Europas, wir wollen seine Erneuerung. Das ist so etwas wie ein ganz programmatischer Satz, der
wahrscheinlich von allen unterschrieben wurde. Und diese Rede ist bisher überhaupt gar nicht publiziert. Sie liegt handschriftlich sozusagen im Archiv in der USC. Und davon gibt es so einiges, also Redefragmente etwa. Nicht, dass die dann, wie gesagt, so gleich eine große Öffentlichkeit gehabt hätten, aber sie zeigt einfach auch die politische Involviertheit dieser ganzen. Heißt, in der nächsten Auflage der neuen Thomas-Mann-Ausgabe im S. Fischer Verlag müssen wir dann eine revidierte Auflage zur Kenntnis nehmen oder ein paar Korrekturen oder Erweiterungen möglicherweise? Ja, das ist ja überhaupt ein Projekt, das noch so im Werden ist. Also besonders interessant sind in dem Zusammenhang natürlich so die politischen Essays, überhaupt die Essays jetzt Thomas Manns, die kommen erst noch raus. So gesehen hat man jetzt noch alle Chancen, was nachzuschieben, was nachzulegen. Gibt also einiges zu entdecken und vielleicht ist Klaus Leggevi jetzt auch zum Thomas Mann-Fan geworden und wird gleich darauf zurückgreifen. Ich danke Ihnen sehr.